Diese Androck-Rolle eines Dynacord EchoCord Super 75 hat bessere Zeiten schon erlebt. Sie hat eine riesige Delle, weil jemand das Gerät nicht immer ordentlich abgeschaltet hat. Genauer gesagt habe ich sogar 3 Dellen gefunden und mit weißem Markierstift sichtbar gemacht. Diese Dellen haben dazu geführt, dass das Gerät im Betrieb einen fürchterlichen Lärm gemacht hat und es gingen auch sehr starke Vibrationen durch das Gerät. Das ist natürlich bei einem eingebauten Federhall nicht wünschenswert. Da eine neue Androck-Rolle fast 60 € kostet, habe ich mir gedacht, versuchen wir mal diese Dellen rauszuschleifen. Dazu habe ich die Androck-Rolle auf den Werkzeughalter eines Dremel aufgeschraubt. Das hat ziemlich gut gepasst. Man musste nur die Achse durch eine Lage Scotchband ein bisschen verbreitern und mit ein paar kleinen Unterlegscheiben nachhelfen. Und dann hat diese Androck-Rolle auf diesem Werkzeughalter bombenfest gesessen. Ja, dann kann man das jetzt in den Dremel einspannen und auf mittlerer Drehzahl rotieren lassen. Und wir halten dann ein Schmirgelpapier 240er Körnungen daran und schauen, dass wir so viel Material abtragen können, bis diese Dellen nicht mehr sichtbar sind. Das hat nicht auf Anhieb funktioniert, aber seht selbst. Ich habe immer wieder etwas abgeschliffen und dann mit dem Finger kontrolliert, ob man besonders diese eine große Delle noch spürt. Die 2 anderen Striche, das waren 2 ganz kleine Dellen, die sind zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr da gewesen. Es hat sich ein bisschen ein scharfer Rand gebildet, den habe ich dann auch mit Schmirgelpapier etwas abgeschliffen. Ja, und dann habe ich die Androck-Rolle das erste Mal ins Gerät eingebaut, um zu sehen, ob das vielleicht schon gereicht hat. Wie man gleich sieht, hat es aber noch nicht gereicht. Das klackernde Schlagen ist immer noch ganz deutlich zu hören. Man hört sogar ganz ausgezeichnet, wenn die Klebestelle an der Androck-Rolle vorbeigeht.
Es war nun relativ viel Material von der Rolle abgetragen und das Problem war nun, dass sie nicht mehr vom Kapstan mitgenommen wurde. Das heißt, dieser Federzug war nicht mehr ausreichend und das musste etwas nachjustiert werden. Bedeutet aber auch, man kann diese Rolle nicht unendlich abschleifen. Irgendwann ist einfach viel zu wenig Material übrig. Ja, und dann muss man einfach, an dieser Stelle ist eine kleine Schraube in der Feder und da kann man ein bisschen nachregulieren, so lange bis die Rolle wieder mitgenommen wird. Das Ergebnis ist, wie ich finde, absolut brauchbar und jetzt kommt nochmal ein kleiner Vorher-Nachher-Vergleich.